Was sind die Top 7 Auswanderungsländer oder Plan B-Länder in 2025 außerhalb der EU? Das werde ich dir in diesem Video verraten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn dich das Thema Plan B oder Auswanderung auch umtreibt angesichts der politischen Lage, der geopolitischen Lage und ganz generell, wenn du genug hast von hohen Steuern, staatlicher Gängelung, zunehmender Überwachung durch die EU, dann würde ich dir empfehlen, dir einmal unsere Events anzuschauen. Wir organisieren regelmäßig Seminare, Workshops für Personen, die genau an solchen Fragen interessiert sind. Da beantworten wir dann sehr umfassend alle Fragen, die du diesbezüglich haben könntest, haben dort auch immer hochkarätige Sprecher neben Daniel und mir. Natürlich machen wir auch immer wieder Reisen in interessante Länder. Einige werde ich in diesem Video erzählen. Also schau dir das an. Wir haben hier laufend ein attraktives Programm. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Aber kommen wir nun zu der Liste mit den 7 besten Auswanderungsländern 2025 außerhalb der EU, die sich auch für einen Plan B eignen. Das ist natürlich eine Frage, die sehr viele Mandanten stellen. Was sind jetzt die besten Länder außerhalb der EU? Viele Deutsche, Schweizer und Österreicher möchten ja gerne die EU verlassen, denn sie haben das Gefühl, dass sich die Dinge in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in der EU allgemein hier in die falsche Richtung bewegen. Wenn man dann die Pläne der zukünftigen deutschen Regierungskoalition hört in puncto Steuern, in puncto Schulden, wenn man sieht, was in Österreich passiert und natürlich, wenn man die ganze geopolitische Situation in Osteuropa sich vor Augen führt, dann hat man doch das Gefühl, dass man lieber weg möchte, und zwar lieber heute als morgen, solange noch alles friedlich ist, solange man noch gehen kann. Zumindest möchte man vielleicht einen Plan B implementieren, sodass man dann etwas vorbereitet hat, wenn es soweit geht, dass man dann einfach wie durch eine Tür in ein neues Leben eintreten kann. Welche Länder hier nun besonders für geeignet sind, da gehen natürlich auch die Meinungen auseinander, das muss man ganz klar sagen. Wenn du hier auf YouTube dir diverse Videos anschaust, da haben natürlich diverse Personen verschiedene Vorstellungen auch, und das ist ja auch ganz normal. In der Länderliste, die ich dir vorstellen werde, da wird es einige alte Bekannte geben, aber auf viele Länder habe ich auch bewusst verzichtet, zum Beispiel die Schweiz oder auch so Länder wie Paraguay oder Montenegro. Die Schweiz deswegen, weil sie sich nicht wirklich als Plan B Standort eignet. Wenn du dort eine Bewilligung haben willst, dann musst du dort dich mindestens 183 Tage aufhalten. Das bringt dir ja für einen Plan B nicht besonders viel. Paraguay oder Montenegro waren zwar in den letzten Jahren populär, auch gerade bei vielen deutschen Auswanderern, auch gerade während der Pandemie. Aber meine Meinung ist, dass insbesondere Paraguay, obwohl natürlich dort vieles einfach ist, sich in der Realität für viele nicht als Wohnsitzland eignet. Viele Mandanten, die von uns dorthin gezogen sind, sind einige Jahre später enttäuscht und desillusioniert dort wieder weggezogen, weil es ist eben nicht für jeden. Deswegen ist Paraguay kein schlechtes Land. Natürlich nicht, wenn es dir dort gefällt, wunderbar, aber für die meisten ist es doch einfach recht gewöhnungsbedürftig. Die 7 Länder, die ich dir vorstelle, das sind Länder, wo man tatsächlich realistischerweise leben kann, wo man sich ein Leben aufbauen kann, wenn auch vielleicht nur temporär, wo viele andere Auswanderer leben, die es vorgemacht haben und wo es eben relativ einfach ist, auch einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Unter den 7 Ländern ist ein europäisches nicht in der EU. Die anderen 6 Länder sind in Asien, in Südamerika und in Afrika. Fangen wir nun also an, gehen wir die Liste von oben nach unten durch in alphabetischer Reihenfolge. Land Nummer 1, Malaysia. Malaysia ist ein großes Land mit einer pulsierenden Metropole. Kuala Lumpur ist ein Land mit hoher Lebensqualität, günstigen Lebenshaltungskosten, wunderschönen Landschaften. Früher war es ja einmal Teil des Königreiches Siam, also was heute Thailand ist. Landschaftlich also sehr ähnlich zu Thailand. Wer Thailand mag, dem wird es auch in Malaysia gefallen. Steuerlich mittlerweile vielfach attraktiver als Thailand. Ausländische Einkünfte sind dort bis 2036 noch steuerfrei. In Malaysia gibt es das My Second Home Visum, wo man dann eine mehrjährige Aufenthaltserlaubnis erhält. Malaysia ist ebenfalls ein Abkommenstaat, das heißt, es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Das kann in manchen Situationen sinnvoll sein. Land Nummer 2 ist Mauritius. Mauritius, eine Insel im Indischen Ozean,
gehört zu Afrika, ist aber von der afrikanischen Küste im Grunde genommen sehr weit entfernt. Wenn du jetzt wirklich ganz weit weg willst aus sicherheitspolitischen Gründen, dann könnte Mauritius hier richtig für dich sein. Ebenfalls ein Abkommenstaat mit Deutschland. Also wenn du zum Beispiel eine Abfindung erhältst aus Deutschland unter den richtigen Bedingungen, dann kann diese sehr steuergünstig oder möglicherweise sogar steuerfrei in Mauritius vereinnahmt werden. Wobei, wie gesagt, da hängt es auch davon ab, was die Abfindung konkret ist. Da muss man jetzt sehr genau aufpassen, was man sagt. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber eine wunderschöne Insel. Dort gibt es auch verschiedene Aufenthaltsbedingungen, gerade für Rentner. Und dazu zählt jeder ab 50 Jahren, ist es besonders einfach, dort einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Land Nummer 3 ist Mexiko. Ebenso ein großes Land, Nachbar der USA, eins der beliebtesten Auswanderungsländer überhaupt. Günstige Lebenshaltungskosten, schöne Städte, tolles Essen, tolle Strände. Nette Menschen, also ein ideales Land, auch für deinen Plan B. In Mexiko bekommst du eine Daueraufenthaltsgenehmigung, ohne dort anwesend sein zu müssen. Du musst nicht investieren, du musst nichts bezahlen, einfach nur dadurch, dass du ein gewisses Vermögen nachweisen kannst. Momentan sind es ungefähr $300.000, bekommst du eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Dann hast du also ein Ass im Ärmel, das du einfach dann ziehen kannst, wenn es eben nötig ist, wenn in Europa zum Beispiel irgendwas passiert. Mexiko ist mit der richtigen Gestaltung steuerlich ebenso sehr attraktiv. Dort können dann ausländische Einkünfte ebenfalls steuerfrei sein. Ein interessantes Land, denn es gilt als seriöses Land, ist also bei Banken gut anerkannt, steht nicht auf irgendwelchen schwarzen Listen und daher also in jeder Hinsicht zu begrüßen. Land Nummer 4, die Philippinen in Asien, ebenso ein großes Land, ein Land, wo man sich vorstellen kann, tatsächlich zu leben. Einmalig hier ist an den Philippinen, dass du dort bis zu 3 Jahre ohne Visum leben kannst. Das heißt, du kannst ja als Deutscher, Österreicher, Schweizer visumsfrei dort einreisen und kannst dann diesen Status, wenn du möchtest, bis auf 3 Jahre verlängern. Du musst dann alle 6 Monate zur lokalen Behörde gehen, dir einen neuen Stempel holen oder einfach wieder ausreisen und einreisen. Dann geht das Ganze ebenfalls wieder von vorne los. Du hast es vielleicht gehört, wir haben selbst eine Basis auf den Philippinen. Wir werden dazu auch in Kürze ein sehr attraktives Leistungsangebot lancieren. Link dazu, wenn du dich dafür registrieren willst oder schon mal hier auf die Warteliste setzen willst, packe ich hier auch nochmal in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Die Philippinen nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Außerdem bist du relativ schnell in weniger als 2 Stunden in Singapur. Wenn du zum Beispiel dort ein Konto eröffnen willst, Banken in Singapur stehen dir wohlwollend gegenüber, wenn du in den Philippinen einen Wohnsitz hast. Du kannst dort eine Wohnung mieten oder du kannst auch ein Kondo kaufen. Land zu kaufen ist schwierig, aber ein Kondo kannst du kaufen. Wenn du dir eine Wohnung mietest, dann fängt das so ungefähr bei $400 an und dann ziemlich hochwertige Wohnungen kosten dann auch nicht mehr als 1.000 oder $1.500. Englisch ist die Ansprache. Kulturell sind die Philippinen natürlich asiatisch, aber mit einem großen westlichen Einfluss auch, was das Bildungssystem, die Kultur, Religion und so weiter anbelangt. Also ein wunderschönes Land, ebenfalls ein Abkommensstaat mit Deutschland, hat ein DBA, auch mit vielen anderen Ländern, also auch von da gesehen natürlich attraktiv und Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Du siehst also die Philippinen sicherlich das ideale Plan B-Land. Kommen wir zum nächsten Land, das einzige Land in Europa. Hier sprechen wir von Serbien. Serbien nimmt ebenfalls nicht am automatischen Informationsaustausch teil, ist natürlich einfach zu erreichen, auch per Auto. Wir organisieren immer wieder Reisen nach Serbien. Ich habe mich diese Tage mal mit einem der Teilnehmer unterhalten, die vor kurzem damit mit unserer Gruppe in Serbien war. Die haben dann gleich vor Ort hier letztlich sich angemeldet, haben Konten eröffnet und haben dann Belgrad gemeinsam erkundet. Serbien ist ebenfalls ein Land, wo man sich vorstellen könnte zu leben, wenn auch vielleicht nur mehrere Jahre. In Serbien kann man zwar keine Staatsbürgerschaft kaufen, aber man kann ja auf relativ kurzem Wege eine sogenannte Citizenship by Exception erhalten. Wenn du dort ein Unternehmen aufbaust, sagen wir zum Beispiel mal eine Softwarebude und da einen 6-stelligen Betrag investierst, sagen wir mal 350.000 Euro, dann wirst du dort ziemlich schnell die serbische Staatsbürgerschaft bekommen. Ein ziemlich guter Pass, hat auch Zugang zum Schengen-Raum, ist also sicherlich in Europa sehr attraktiv und eben, wenn du dort das Setup von uns zum Beispiel wählst, dann vermitteln wir dir dort einen Wohnsitz, auch ohne dass du dann dort etwas mieten musst. Immobilien kann man natürlich auch kaufen, wenn man das möchte, wobei man natürlich immer bei Immobilien und Plan B auch überlegen muss, was ist hier wirklich letztlich das Konzept, um dann hier
dafür zu sorgen, dass sich die Immobilie trägt, dass sie sich auch lohnt, denn ansonsten kann sie möglicherweise nur ein Klotz am Bein sein. Land Nummer 6 ist Uruguay. Uruguay in Südamerika, natürlich ein Land ebenfalls sehr weit ab vom Schuss, im Südkegel Südamerikas gelegen, das heißt am südlichen Teil Südamerikas. Dort wärst du möglicherweise sogar vor einem Atomkrieg sicher. Das sagen jedenfalls einschlägige Studien. Uruguay gilt als die Schweiz Südamerikas. Dort gibt es viele westliche Banken, zum Beispiel auch HSBC, die dort Private Banking Facilities anbieten. In Uruguay gibt es sehr wenig Korruption. Man kann dort durchaus Immobilien erwerben, die einem westlichen Standard entsprechen oder natürlich auch mieten. Steuerlich gesehen ebenfalls ziemlich attraktiv. Und du bekommst die Aufenthaltsbewilligung schon, indem du $1.500 Einkommen im Monat nachweisen kannst. Also ebenfalls ein sehr attraktives Land für einen Plan B bzw. ein Aufenthaltsland. Und zu guter Letzt, last not but least, die Vereinigten Arabischen Emirate, die VAE. Das wird dich vielleicht nicht wundern. Dubai ja eins der beliebtesten Auswanderungsländer überhaupt, auch für die Deutschen. Manchen gefällt Dubai nicht, die halten es für fake, die halten es für einfach nur zu glitzy. Aber natürlich, Dubai ist eine Stadt, wo man wirklich leben kann. Da geht viel, da ist wirtschaftlich was, eine tatsächliche Metropole. Also für sehr viele Mandanten interessant. Ich kann es nur empfehlen. Wir gehen regelmäßig nach Dubai, das nächste Mal wieder im April. Vielleicht willst du auch dabei sein. Alle weiteren Informationen auf unserer Eventseite. Wenn das Dinge sind, die auch dich interessieren, Auswanderung, Plan B etc., dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Auswanderung, Plan B, Vermögensaufbau im Ausland und natürlich Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.